皆さんこんにちは、マリナです。今日はドイツ最大のアニメとコスプレイベントドコミに来てます。今年はなんと17万人の来場者が予想されています。それに加えて私も初めてコスプレをして今日リポートをします。初めてのコスプレなので緊張していますが楽しみたいと思います。ドコミにはたくさんのコスプレイヤーが集まっていて本当に華やかです。皆さんは本当に素敵なコスチュームを着ていてまるでアニメの世界に入り込んだようです。では早速中を見に行ってコスプレイヤーさんの皆さんにインタビューもしたいと思います。ではレッツゴー。ではお友達のソフィアちゃんとインタビューしたいと思います。Danke für deine Zeit, richtig lieb von dir. Sehr gerne, immer wieder. Ich bin heute Zoe Hanji aus Attack on Titan aus der 4. Staffel. Wahnsinn, richtig cooles Cosplay. Du hast es ja diesmal selber gemacht, ne? Ja, tatsächlich. Also es hat auch sehr viel Zeit und auch einiges an Baumarktbesuchen gekostet. Aber ich bin sehr zufrieden damit und man kann es immer wieder variieren und ich kann die Charaktere auch wechseln, indem ich nur quasi das Gesicht verändere, was super praktisch ist. So detailreich, es ist echt unglaublich cool, sehr talentiert. Wie lange hast du gebraucht dafür? Gute Frage. Schon, ich würde sagen, über 200 Stunden. Aber da zähle ich auch noch ein paar Props mit rein, die ich zu Hause noch stehen habe. Zum Beispiel Donnerspeere oder noch ein anderes 3D-Manöver. Die habe ich jetzt heute nicht dabei. Wow, toll, aber es hat sich gelohnt. Wie heißt ihr? Carina. Jamie. Ich bin Bloom aus Wings Club. Ich bin Cat Noir als weiblich aus Miraculous. Ihr seht super cool aus, richtig schön. Warum habt ihr euch heute für dieses Cosplay entschieden? Mein Hund hat mein eigentliches Cosplay zerstört. Deswegen war das so mein Ausweich-Cosplay. Ich bin von Anfang an Miraculous-Fan und Cat Noir ist so mein Comfort-Character, deswegen ist heute mein erstes richtiges Cosplay. Ja, ich bin Theodor oder kurz Theo. Ich bin ein angehender Logopäde. Ich bin Marie und ich bin Journalistin. Ich bin Sophie, ich bin angehende Ergotherapeutin. Wer seid ihr heute? Ich bin heute Draken oder Ken Ryoguchi von Tokyo Revengers. Ich bin heute Raiden Shogun von Genshin Impact. Also angezielt an No Face von Chihiros Reise ins Zauberland. Wow, ihr seht so toll aus. Dein Cosplay heute, hast du das selbst gemacht? Nein, ich habe das großteils gekauft, aber vieles auch selbst gemacht. Was ist dann das von deinem Cosplay heute, worauf du am meisten stolz bist? Die Flügel. Gute Frage. Ich würde sagen auf das 3D-Manöver oben am Rücken und auf die Armdetails, weil dazu gar keine Vorlagen existiert haben und ich die selbst konstruiert habe und all das. Und ich finde einfach, ja, das sind so Details, die mag ich sehr gerne an dem Cosplay. Wie hat es angefangen, dass ihr interessiert seid an der japanischen Kultur und an Anime? Naja, Anime in der Kindheit würde ich sagen. Ich habe als allererstes mit Detektiv Conan angefangen, habe ich durch den Fernseher durchgeskippt und dann bin ich auf Viva gelandet. Und da hat es mit Detektiv Conan angefangen und dann habe ich irgendwann erst gecheckt, dass es überhaupt Animes sind. Genau, und dann hat man sich da durchgeguckt, würde ich sagen. Oder Pokémon, damit hat es ja auch ganz früh angefangen. Pokémon und Digimon und Beyblade. Ich glaube, das kam so parallel auf RTL 2 und dann bin ich immer von der Schule nach Hause gerannt, habe gesagt, Mama, Hausaufgaben mache ich später, ich muss erst Fernsehen gucken und dann habe ich auch angefangen so zu zeichnen und jetzt irgendwie ist es schon gefühlt 20 Jahre später und trotzdem ist es irgendwie noch so ein Teil von mir. Genauso, also eigentlich so das typische Bild, schnell nach Hause, Animes gucken und ja. Und dann auch eben, wie Sophie schon meinte, später erst wirklich gecheckt, dass es Animes sind, dass es so eine eigene Kultur ist, ein eigener Glaube, sage ich mal. Ja, echt super. Das auch so groß ist, ne? Weil das kam so im Fernsehen, dann hat man sich so ein bisschen ausgetauscht und hat plötzlich gemerkt, irgendwie hat das jeder geguckt, warum? Und dann ein paar Jahre später so, dass es so eine krasse Bewegung geworden ist und die ja immer größer wird gefühlt, ne? Auch mit der Dokumi, mit dem Cosplay, ja, vor 5 Jahren circa. Zum ersten Mal auf der Dokumi gewesen mit ein paar Freunden. Ja, und da habe ich das Japanische für mich entdeckt, sage ich mal. Mit dem Cosplay vor allem. Ja, ob ich mal nach Japan wollen würde, muss ich noch überlegen. Aber
warum nicht? Ich mag vor allem die Manga-Figuren da aus Japan. Ich mag den Umgang, wie die miteinander umgehen. Also ist viel besser als hier in Deutschland, finde ich. Ich bin von klein auf immer gern am Gucken gewesen. Immer wenn es bei RTL 2 kam, immer geguckt. Ja, und habe mich sofort drin verliebt. Mit welchen Anime bist du dann aufgewachsen? Oh, die Klassiker, Detektiv Conan, Inuyasha, Naruto, die großen drei. Gibt es Aspekte der japanischen Kultur, die du aus Anime gezogen hast, die du vielleicht weiter auch vertiefen wollen würdest oder die dein Leben beeinflussen? Nur halt respektvoll miteinander umgehen, das habe ich jetzt so nie mitbekommen. Und da ist Anime für mich wichtig gewesen und auch enger bei den Freunden zu sein und ja, mehr auf Freundschaft sich aufzubauen und dass man weiß, Freunde sind für immer einen da und ich dann auch genauso für sie. Kimonos und Yukatas, weil ich finde die Kleidung einfach wunderschön. Die Berge finde ich auch unglaublich schön. Also wenn man so Videos sieht, ich war jetzt persönlich noch nicht in Japan, irgendwelche Berge, die Natur da generell. Bei mir ist es noch, wenn es dazu spielt, die Menschlichkeit und die Höflichkeit von den Japanern. Das ist so unvorstellbar und dass ich da dann eben auch gern mal nach Japan fliegen würde, das dann eben mal hautnah miterleben, was das für ein krasser Unterschied dann sicherlich ist. Ja, es gibt so einen Manga, der ist sehr traditionell über so Liebe und über ich weiß nicht welche Dynastie, aber so die kulturellen Gepflogenheiten zu der Zeit, zum Beispiel die Zähneschwärzen, sowas finde ich voll interessant und würde auch gern mal mehr darüber erfahren. Gibt es einen Charakter, der dich besonders inspiriert aus Anime oder Manga? Oh, schwer. Ich habe so kleine Aggressionsprobleme, deswegen mag ich total gerne Katsuki aus My Hero Academia und der hilft mir auch ein bisschen mit meiner eigenen Aggression umzugehen, weil er entwickelt sich ja auch weiter und das hilft mir auch total sehr. Seid ihr das erste Mal auf der Dokumi? Ich nicht, ich war letztes Jahr schon da. Okay. Ich bin ganz frisch. Ich auch das erste Mal. Ja. Wow. Wie gefällt es euch beiden hier jetzt das erste Mal auf der Dokumi zu sein? Es ist super überwältigend, es ist richtig voll, das hätte ich auch nicht gedacht und man denkt so, man ist mit einer Halle durch, 5 Stunden sind vorbei und dann so kommt man in die nächste Halle und denkt, hey, hier gibt es noch mehr Zeug, also es ist Wahnsinn. Wir sind 3 Tage da, ich glaube, das ist auch ganz gut. Ja, also gestern war es auf jeden Fall sehr, sehr überwältigend. Heute ist schon ein bisschen ruhiger, wenn man sich auskennt. Wir hatten direkt früh einen anderen Plan. Ja, aber wunderschön hier, also sehr cool. Worauf hast du dich dieses Jahr am meisten gefreut? Am meisten? Ja, da werden wir aber erst morgen noch hinsteuern. Das ist die Creator Area, also mit den Synchronsprechern und so weiter. Und da auf jeden Fall mal ein paar abklappern. Nice. Welche Synchronsprecher, auf welche freust du dich am meisten? Daniel Schlauch, also Ruffy. Was würdet ihr denn sagen, was ist unterschiedlich zwischen westlichen Animationen und Anime? Was macht es so gut? Ich finde, es ist viel dynamischer. Es ist aber auch, ich finde von den Emotionen, also auch die Stimmen, wenn man das jetzt auch dazu nimmt, finde ich es viel emotionaler, viel mehr auf Ausdruck und die Gesichtsausdrücke sind auch viel extremer und irgendwie kann ich mich dann mehr reinversetzen. So. Ja. Die Geschichten sind halt auch irgendwie cool, weil das auch so was Neues ist, was man gar nicht richtig kennt. Und dann kann man auch so eintauchen in so Welten, die man jetzt, sag ich mal, in der europäischen Kultur eher weniger vorfindet. Es geht irgendwie immer in eine andere Richtung, Storyline-technisch, finde ich. Und optisch für mich viel ansehnlicher, finde ich. Da wird viel mehr mit Farben, Licht und so gespielt. Hast du einen Lieblings-Ghibli-Film? Ich würde sagen, das Schloss im Himmel und das wandelnde Schloss. Also das Schloss im Himmel, ich habe mich in diese Roboter verliebt und irgendwie an diesen Gedanken, dass in einer Wolke so ein Schloss existiert. Und das wandelnde Schloss einfach, weil ich mich in das Pärchen Sophie und Haoru total verliebt habe. Gibt es bestimmte Orte aus Manga oder Anime, die du vielleicht kennst, die du in Japan sehen wollen würdest? Am besten überall. Also, es ist schwierig. Wahrscheinlich, oh Gott, wie hieß das nochmal? Ich will es nicht falsch aussprechen. Akibahara Street. Ja, und auf jeden Fall da, gleich als allererstes und dann
eher an ruhigen Plätzen. Seit dem letzten Jahr, was hat sich so bei dir verändert? Hast du dich weiter mit der japanischen Kultur beschäftigt? Hast du weiter Japanisch gelernt? Leider habe ich nicht weiter Japanisch gelernt, weil ich viel beschäftigt war mit der Schule. Ich habe jetzt auch mit dem Führerschein angefangen. Ich habe angefangen, eben Cosplays selber zu bauen, die Props, die Requisiten eben. Aber sonst habe ich vor, nächstes Jahr ein bisschen mehr Zeit wieder damit zu verbringen, mich mit der Kultur zu beschäftigen. Katzen- oder Hundemensch? Safe Katzen. Dann, wenn dein Charakter und mein Charakter kämpfen würde, wer würde gewinnen? Ich glaube, es wäre ein sehr langer Kampf, aber am Ende des Tages Sailor Moon. Reis oder Brot? Ich würde jetzt noch zu Brot tendieren. Ja. Letzte Frage. Wenn dein Charakter und mein Charakter in einem Fight wären, wer würde gewinnen? Gute Frage. Ich glaube tatsächlich dein Charakter, aber wenn ein Titan auftaucht, könnte ich dich auf jeden Fall beschützen. Vielen Dank für das Interview, vielen Dank für eure Zeit. こちらはアニメグッズのブースです。フィギュアやポースターや漫画やたくさんの商品が売られてます。日本から直輸入された商品が多く、ファンにはとても人気です。アーティストアリーというエリアです。アーティストさんたちが自分の商品やポスターやバッジなどメモペットなどとても特別な商品を売っています。さらにたくさんのステージがあって、ステージではライブパフォーマンスやトークショーが行われています。今日は有名な声優さんのトークショーがありました。とても盛り上がっていました。またここではさまざまなワークショップも開催されています。例えば折り紙やゴーワークショップがあります。日本の文化を学ぶことができます。私も折り紙ワークショップに参加してみましたが、とても楽しかったです。Melina, danke schön wieder für deine Zeit erneut. Wir haben uns ja letztes Jahr schon total schön unterhalten und durften die Geschichte hören hinter dem Origami. Wie gefällt dir die Dokumi bisher? Absolut großartig. Ich bin ja hier, weil ich die schönsten Dinge verbinden kann, nämlich Origami und Menschen. Es macht so viel Spaß zu sehen. Vor allen Dingen, wenn Menschen vorher sagen, ja, ich kann sowas überhaupt nicht und es geht gar nicht. Und wenn sie dann plötzlich irgendwas Schönes gezaubert haben, dann ist das wirklich der schönste Moment für mich. Und ich bereite mich quasi das ganze Jahr auf die Dokumi vor. Weil wenn ich was falte, dann schmeiße ich das immer in so eine große Tasche. Und weiß dann, dass wir das hier wieder auf den Tisch legen und die Leute einfach zu uns kommen und sagen, oh, was macht ihr hier? Und das macht absolut sehr viel Spaß. Vielen Dank, das ist total toll, dass ihr so eine Möglichkeit bietet. Darf ich fragen, was in diesem einen Jahr vom letzten Jahr bis heute so passiert ist in eurem Verein, was für Aktivitäten ihr gemacht habt? Wir hatten ein tolles Jahrestreffen in der Nähe von Bonn und das Thema war am Meer, im Meer und Meer. Da kommen immer internationale Gäste, also berühmte Falter, die selber auch Modelle designen. Mit denen kann man dann zusammenfalten. Es gibt verschiedene Workshops für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Und das macht natürlich Spaß, dass man dann auch neue Kollegen halt kennenlernt und auch schon über die Dokumi quatschen kann. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Welches Kunstwerk hat dich am meisten begeistert? Ein Einhorn. Obwohl das jetzt gar nichts mit dem Meer zu tun hat. Aber es war ein bisschen schwieriger und ich musste ein bisschen länger dran rumbasteln. Und dann, als ich dann geschafft habe, war ich total glücklich. Oh, richtig schön. Vielen Dank. Ja. Ich danke dir, dass danke du wieder für deine Zeit bei uns und mitgemacht hast. Ich habe mich sehr gefreut, dich wiederzusehen. 次は食べ物エリアです。たこ焼き、ラーメン、お好み焼きなど日本の美味しい食べ物がいっぱいです。どれも本格的でとても美味しそうです。私はこれをランチで食べました。
Wie heißt du? Also mich nennt man Usagi. Ja, mich auch. Wir haben denselben Namen. Bist du das erste Mal hier bei der Dokumi? Nein, wir besuchen die Dokumi schon seit sie angefangen hat. Also wo sie noch im Schulgebäude war. Wow, was kannst du erzählen? Wie hat sich die Dokumi verändert? Sie ist sehr, sehr groß geworden und sehr, sehr voll. Also was sich jetzt wieder positiv verändert hat, ist halt, dass wieder mehr Fashion da ist. Es könnte mehr Visual Kei und J-Rock-Musik sein. Das ist so mein größter Traum nochmal. War früher halt mehr. Aber ich finde es gut, dass sie jetzt wieder größer ist und dass es auch wieder mehr Essen und Trinken gibt als die Jahre davor. Danke dir, dass du zugestimmt hast. Vielen Dank für deine Zeit. Wie heißt du? Was machst du? Ich bin Carina, ich bin Immobilienmaklerin und Model. Schön, dich kennenzulernen. Wer bist du heute? Ich gehe heute als Bausette, also Bowser Peach. Hast du dein Cosplay selbst gemacht? Ja, außer das hier. Das nicht. Also ich bin Nina, Sophie und ja, wir sind Hobby-Cosplayer. Ich arbeite gerade einfach nur einen Job, so, um Geld zu verdienen, weil ich studieren gehen möchte, aber jetzt gerade zur Zeit nur einen normalen Job. Und ich bin angehende Tattoo-Künstlerin. Ich hoffe, dass ich mich damit mal selbstständig machen kann. Ja. Oh wow, toll, das ist cool, ich drücke dir die Daumen. Also ich bin Rebecca von Cyberpunk Edge Runners, inzwischen ohne Kontaktlinsen und so, aber es ist ein langer Tag. Ja, es ist spät. Ich bin Ace von One Piece. Richtig cool, ihr seht richtig nice aus. Oh, danke schön, das ist super lieb. Danke, ich cosplaye tatsächlich heute zum ersten Mal. War ein bisschen aufgeregt, aber es macht total viel Spaß, weil... Oh, danke. Das sieht wundervoll aus. Dankeschön, das ist echt super lieb. Ja, alle Leute auf der Dokumi sind immer so nett und so freundlich, deswegen macht es einfach viel Spaß. Auf jeden Fall, ich finde, man findet immer Leute zum Anschluss und es sind immer so viele nette Menschen und es ist auch nicht so unangenehm. Also viele Conventions, finde ich, ist es unangenehm, wenn man manchmal, wie man angesprochen wird und so, aber ich finde, auf der Dokumi ist es richtig, richtig nett und freundlich. Warum hast du dich heute für Sailor Moon entschieden? Das ist mein Kindheitsanime und ich wollte immer so sein wie sie, also so aussehen, weil ich sie immer so wunderschön fand. Hast du das selbst gemacht? Zum größten Teil ja. Also ich habe einen Grund-Cosplay geholt und dann nochmal mehr aufgehübscht, weil ich immer abwäge, was jetzt günstiger ist, selber machen oder halt teils selber machen und teils holen. Worauf bist du am meisten stolz? Das Cosplay, worauf ich am meisten stolz bin, habe ich sogar gar nicht an. Da passe ich leider momentan nicht rein, das wäre halt Princess Serenity. Aber bei dem Cosplay, um ehrlich zu sein, auf die Tiara. Mein Panzer. Ja. Wollt ihr noch mal sehen? Sehr gerne, sehr gerne. Wie lange hat nur der Panzer gebraucht für dich zu machen? Ja, so eine Woche, aber dann Stunden am Tag, viele Stunden. Also komplett diese Überarbeitung hat jetzt eine Woche gedauert. 2 Wochen halt mit Lieferzeit von denen her, weil meine Kostüme sind immer so im Schnitt ein Monat ungefähr bis 3 Monate, kommt drauf an, was ich mache. Aber das ging mal schnell, da war ich auch froh drum, weil ich ja noch meine Sailor Mars gemacht habe und mein Tuxedo Mask. Was habt ihr aus Anime und Manga gelernt, was so eure Sichtweise verändert hat? Jeder kann das sein, was er sein möchte oder was die Person sein möchte. Es ist komplett frei und es ist auch, finde ich, eine ganz tolle Unterschiede zwischen also es ist nicht so klare Geschlechterrollen. Man kann einfach das sein, was man sein möchte. Und ja, dadurch finde ich das auch mit Cosplay, da kann man sich in die Charaktere noch schön reinversetzen. Ich finde es einfach schön. Ja. Also ich finde die japanische Kultur an sich, die ist super vielseitig. Also keine Ahnung, es gibt jegliche Subkultur, also du kannst, weiß ich nicht, und die sind auch so super offen. Also so, wenn du hier so in Deutschland irgendwo rumläufst, einfach so, die werden dich angucken, denkst du dumm oder so. Aber ich habe das Gefühl, die sind da viel mehr offen für, viel empfänglicher und ich denke ja, wir sind ja hier, um die Kultur zu feiern. Und das gehört irgendwie dazu, zumindest zur modernen Kultur da, das feiere ich am meisten. Eigentlich, bevor ich Cosplay und Anime-Cosplay gemacht habe, ja, in der Kindheit war es dann halt Sailor Moon, und da fand ich immer die Hintergründe aus Japan so schön, wie das da aussieht und der Tokyo Tower natürlich. Und dann habe ich mich eigentlich mehr von Anime und so abgewandt und fand dann die Kultur viel, viel interessanter.
Halt auch mit den Kimonos. Ich habe ganz viele Furisode zu Hause, Yukata. Ich esse fast auch nur japanisch, auch durch meine Diabetes. Verträgt sich wohl besser mit meinem Zucker. Ja, mein Mann ist auch großer Fan von Japan und hat auch früher Kampfsport, also japanische gemacht, auch mit Kendo und sowas. Ja, und das ist dann halt geblieben. Und irgendwann gab es dann wieder so dieses, ja komm, wir sind jetzt erwachsen, wir haben jetzt Geld. Wie wär's, wenn wir mal Sailor Moon cosplay? Was kochst du so japanisches Essen? Also am liebsten hat er mein Curry. Aber was er so sein absoluter Favorit ist, was es nur selten bei uns gibt, ist Okonomiyaki. Weil die sind einfach schön. Das ist Heimatessen irgendwie schon geworden. Hast du ein Lieblingsanime? Ich gucke leider gar nicht so viel Anime. Ich bin eher so ein Gamer. Was gamest du so? Was spielst du? Ich liebe The Legend of Zelda, Mario und ja, so Nintendo auf jeden Fall. Was ist denn dein Lieblings-Zelda-Spiel? Twilight Princess. Auf jeden Fall. Warum ist es dein Lieblingsspiel? Warum ist es das Beste? Mal überlegen. Es hat viele Aspekte. Also du kannst ein Wolf sein. Das ist natürlich cool. Und ich mag die Charakter und dass es alles so düster ist. Also so einen richtig traurigen Beigeschmack hat. Das ist, finde ich cool. Ja, cool, danke. Schau ich auch mal rein. Ja. Welcher Manga- oder Anime-Charakter inspiriert euch ganz besonders und warum? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube, wenn man um Manga-Anime, das ist echt eine schwierige Frage. Ich denke mal, bei mir wäre es vielleicht tatsächlich ein Charakter aus My Hero. Ist eigentlich nicht so ein Anime, wo man das denkt, aber ich finde bei My Hero Academia ganz toll, wie die Bösewichte sozusagen dargestellt werden, wie realistisch die sind und dass sich auch viele rauskämpfen und so. Das finde ich einfach stark bleiben und so. Es ist einfach toll, ja. Ja, ich würde jetzt gerade tatsächlich sagen, auch von One Piece, aber Luffy tatsächlich, weil er ist einfach einer dieser Charaktere aus Animes oder Mangas, die super energetisch, positiv sind, ehrgeizig und das sind so Sachen, die mir manchmal fehlen und deswegen lasse ich mich gerne davon immer inspirieren und mitreißen. Ja. Wer ist deine Lieblings-Sailor-Kriegerin und warum? Es ist Sailor Moon und ich glaube, weil ich die Liebe zum Essen mit ihr teile. Das ist halt so. Aber so der allerliebste Charakter ist Prinzessin Serenity aus der Vergangenheit. Weil ich fand, sie war halt ein bisschen erwachsener wie Sailor Moon. Und sie war halt schon sich ziemlich sicher, diesen einen Mann will sie heiraten. Und das war bei mir auch, wo ich meinen Mann gesehen habe, wo ich ihn so, okay, den willst du haben. Oh, voll die schöne Geschichte. Warst du schon mal in Japan? Leider nicht, ist aber ein großes Reiseziel. Was würde dich am meisten dort interessieren? Das Essen, also das richtig authentisch japanische Essen. Die Landschaft tatsächlich und das normale Leben da tatsächlich. Also vielleicht nicht unbedingt die Touristensachen, sondern wirklich, wie man da lebt. Das würde mich auch interessieren. Dankeschön!皆さん、今日の動画いかがでしたか？皆さんの感想をコメントで教えてください。ドコミは日本文化が好きな人にとってとても素晴らしいイベントです。では今日の動画を見てくださってありがとうございます。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でバイバーイ。